willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, was lange liegt, wird endlich gut. Es wird mal wieder Zeit für eine Raubkatze. Aber heute nicht aus dem Hause Kobi, aber mit C fängt der Hersteller an. Freunde, ich freue mich heute richtig, weil es geht auch hier um Motoren. Wir verbauen sogar 3, euch aus der Kada Masters Serie den Panther Tank vorzustellen. 907 coole Kada-Teile, denn Kada ist ja wirklich ein super Teilehersteller. Kommt mit mir jetzt hier auf meinem Bautisch und wir gucken uns dieses Raubkätzchen genauer an. Ja Freunde, Blockstar wird zum Kada Master. Wir bauen heute von Kada den Panther Tank, die 10610734W. Ab 14 Jahren habe ich Glück mit meinen 18, dass ich es bauen darf. Design vom Marcel Szymanski oder Szymanski. Bitte lieber Marcel, nimm's mir nicht übel. Maßstab 1:35 können wir also ein bisschen dann mit Kobi vergleichen. Mein erstes Kada Kettenset. Ich freue mich da richtig drauf. Ganz toll auch hier die verschiedenen Steine. Hier hat man schon ein bisschen Zimmerit angedeutet. Finde ich richtig gut. Und auch, dass dieses Fahrzeug motorisiert ist. 907 tolle Kada Steinchen. Schauen wir uns mal die Rückseite vom Karton an. Bevor ich den umdrehe, noch ganz cool hier. Wir haben hier wirklich einen erhabenen Druck. Wir können es also wirklich fühlen. Hier oben hat der Karton schon ein bisschen gelitten. Liegt aber daran, dass das Set fast ein halbes Jahr bei mir schon im Regal stand. Rückseite, da sehen wir, dass wir das Fahrzeug in alle Richtungen bewegen können. Wir können den Turm drehen. Hinten im Motorraum können wir auch das Fahrzeug dann über USB laden und den Turm können wir drehen, sowie die Kanone, die Kampfwagenkanone können wir hoch und runter schwenken. Wir sehen, wir haben einen Controller, wir haben ein Batteriepack und wir haben einen M-Motor und einen Mikromotor. Gerade auf diese Mikromotoren von Kada bin ich gespannt. Anleitung bekommt ihr sogar online und wir sehen hier, dass das Fahrzeug 28 cm lang ist und 16 cm hoch und wir sehen auch ein Zahnrad im Maßstab 1:1 abgebildet. Ja Freunde, viel wichtiger ist aber natürlich, was ist in dem Karton. Er ist mit Teserband hier fixiert, aber wir zaubern es wie immer raus, meine Freunde. Ja Freunde, kein richtiges Zaubern, denn wie ihr hier seht, ist dieser Karton einfach schön. Wir haben hier nämlich 2 Innenkartons, ähnlich wie man es beim Kada Supercar kennt. Ist ja auch aus der Master-Serie. Wir haben hier schön mit silber-goldener Schrift, nämlich eine Skizze vom Panther. Sogar mit historischen Designs, finde ich richtig gut. Fakten vielmehr, nämlich der 7,5 kWk 42 L70 Kanone. Und hier seht ihr auch nochmal ganz schön drunter, Make Your Bricks Move. Also richtig herrlich. Ganz schön, dass ich hier nicht nur einfach stumpf Plastiktüten rausschüttele. Jetzt gucken wir uns mal hier an, wie wir diese Innenkartons rausnehmen. Einmal hier und einmal da. Und dort drinnen verbirgen sich dann die Steinchen. Wir sehen dann hier Kada Master, hier auch Kada Master und die Nummer 1. Und da seht ihr es ja schon Nummer 2. Also gehe ich mal davon aus, dass auch wir hier alles in Bauabschnitte groß unterteilt haben. Machen wir den Karton einmal auf und da kommt uns auch schon der Controller entgegen und die Anleitung. Karton geht zur Seite, den haben wir ja noch. Ich räume alles ein bisschen zusammen. Anleitung mit Stickern und auch Anleitung, wie wir hier die Elektronikkomponenten bedienen mit Ladekabel. Wir haben hier ein paar Gummis, wahrscheinlich für den Antrieb, und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tüten für Baukarton 1. Packen wir zur Seite. Ich will euch ja alles zeigen. Und in Tüte 2 bzw. Karton 2, das braucht der liebe Blockstar Fingernägel, haben wir dann den Rest wahrscheinlich. Genau, da haben wir dann sogar hier eine Gruppierung in 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tüten. Also gehen wir davon aus, dass wir hier 3 große Bauabschnitte haben. Das können wir aber nur prüfen, wenn wir uns die Anleitung angucken. Machen wir jetzt auf. Ob ich Sticker anbringe, kann ich euch ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. Ihr seht hier sehr große Sticker, gerade hier auf die Räder. Ich glaube, das werde ich mir kneifen. Vielleicht höchstens hier diese Gittersticker. So, wir haben sogar
2 Anleitungen, ähnlich wie wir es auch bei unserem Düsenjäger von Kada hatten. Hier 1, 2 für den Karton. Was ich wirklich gut finde immer ist bei Kada Anleitungen, dass wirklich alles erklärt wird. Wir haben hier ein Vorwort sogar vom Designer, finde ich auch ganz gut. Wir haben hier so eine Legende, was wir wie, wo brauchen. Wir sehen hier, wie wir die Elektronikkomponenten uns ansteuern und wie wir Teiletrenner und Co. benutzen. Richtig gut, kinderleicht. Und dann sehen wir hier die 3 Bauabschnitte, haben wir ja schon gesagt. 1, 2, 3, verteilt auf die 2 Kartons. Hier bauen wir den Antrieb, dann den Rest des Chassis und dann hier den Motor und die Ketten. Eigentlich ganz simpel immer, weil hier viel erklärt wird. Zwar kompakt, aber eigentlich sehr simpel. Die Pfeile weisen uns den Weg. Die Steine, die wir brauchen, haben wir oben in diesen abgerundeten rechteckigen Kästchen. Schauen wir uns an, wie weit wir hier kommen. Genau wie es gezeigt wird. Hier B65 ist dann in der Tüte 2, also mit der Nummer 2, der 65. Baustep. Und dann hier müssten wir dann sehen, dass wir da sehen wir es fast fertig. Da ist der Turm aufgesetzt. Da die Aufklebehilfe. Baustep 3 hat dann 105 Abschnitte und ich habe gesehen, dass wir hier bei B auch noch weitergemacht haben. Also ist das mit 65 nicht ganz richtig. Also der Bauschritt 2, die große Tüte 2, geht also über beide Anleitungen drüber. Haben wir dann, schauen wir mal, da geht's los, Freunde. Mit Nummer 2 haben wir dann 121 Bauschritte. Ja, egal wie viele Steps, ich habe hier schöne Tüten liegen mit guten Kadersteine. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ihr seht es ja gleich im Speedbild. Euch viel Spaß dann bei den Fakten und mir beim Klemmen des Panther-Tanks von Kada. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das Sonder-Kfz 171 bzw. den Kampfpanzerwagen 5 oder umgangssprachlich auch Panther genannt. Ich werde immer mal wieder zwischen diesen Begrifflichkeiten hin und her springen, denn ich finde es wirklich interessant, wie viele Namen deutsche Panzer im Laufe der Zeit bekommen haben oder auch von Anfang an hatten. Der Panzer 5 sollte der beste Allround-Kampfpanzer der Wehrmacht werden. Und das trotz des ersten katastrophalen Einsatzes in der großen Panzerschlacht um Kursk. Der Panther war als Antwort auf den sowjetischen T-34 geplant. Schräge Front- und Seitenpanzerung, große gute Kanone, starker Motor und breite Ketten. In besonders schwierigem Gelände verlieh ihm das besonders gute Beweglichkeit. Außerdem war das Fahrzeug in relativ zahlreichen Einheiten vertreten, so dass viele Kämpfe gewonnen werden konnten. Die 3 schon erwähnten Merkmale, die der Panzer 5 als Erfahrung aus dem Aufeinandertreffen der Wehrmacht mit den sowjetischen Panzern wie den T-34 hatte, waren halt die großen Laufräger, die schräge Panzerung an allen Seiten sowie die überhängende Kanone. Eine überhängende Kanone wurde in der Vergangenheit der deutschen Panzerentwicklung immer abgelehnt, da man von einer eingeschränkten Beweglichkeit solcher Turm-Kanonen-Kombinationen ausging. Der erste Prototyp wurde im September 1942 fertig und vorgestellt und bekam gleich alleroberste Priorität, so dass die ersten Serienfahrzeuge 2 Monate später schon aus den Fertigungshallen rollten. Die Hersteller D-Mark, MAN, Daimler-Benz, Henschel & Sohn sowie die Maschinenfabrik Niedersachsen-Hannover stellten ab 1944 jeden Monat 330 Einheiten her. Die groß geplante Sommeroffensive der Wehrmacht in der Sowjetunion an der Ostfront wurde auch wegen dem Panther bis Juli 1943 verschoben, um genügend Einheiten dieser Fahrzeuge bereitstellen zu können. Wie ich im ersten Satz meines Textes schon angeteasert hatte, erwies sich dies aber als Nachteil. Die schnelle Entwicklung des Sonder-Kfz 171 brachte viele Verluste in der Schlacht um Kursk. Die Aufhängungen brachen, da sie viel zu schwach waren, die Ketten rissen und sogar die Maybach-Motoren fingen Feuer. Beim verbesserten gebauten Modell der Ausführung G, der ab März 1944 gebaut wurde, wurden die meisten dieser Fehler behoben. Hinzu kam auch eine neue Frontplatte mit Kugelmaschinengewehr sowie verbesserte Sichtgeräte für die Mannschaft und generell eine breitere Seitenpanzerung. Spätere Fahrzeuge bekamen sogar ein seiner Zeit weit voraus wahrendes Infrarot-Sichtgerät.
Später wurde an den Rädern die Gummischicht gespart, um die knappen Ressourcen zu sparen. Der Panther rollte dann auf Laufrädern komplett aus Stahl an die Front. Der Panzer V umfasste ab Mitte 1944 die Hälfte aller Panzerdivisionen und wurde an allen Fronten eingesetzt. Interessant ist hier der Großeinsatz im Rahmen der Ardennenoffensive, an dem 450 Fahrzeuge teilnahmen. Einige der Panzer sogar als amerikanische Panzerjäger getarnt, um maximale Verwirrung unter den alliierten Einheiten zu stiften. Insgesamt wurden fast 6000 Panther hergestellt, davon ca. 3126 in Ausführung G. Die französische Armee nutzte den Panther nach dem Krieg bis teilweise 1949. Ja, Freunde, euch jetzt gleich viel Spaß beim Review unseres Kader Panthers. Was ich ganz besonders finde, ist, dass ich hier zum ersten Mal ein Technikmodell mit Motoren baue. Sogar gleich 3 an der Zahl, 2M und einen Mikromotor. Das ist eine, ja, ich möchte mal fast behaupten, kleine Premiere hier auf meinem Kanal. Außerdem würde ich den Panther gerne mal mit den ich vom Kobi habe, den aktuellen oder einen der aktuellsten vergleichen. Also ich glaube, das Review lohnt sich wirklich. Deswegen nochmal euch Freunde, viel Spaß. 3 Stunden habe ich gebraucht bis... Oh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. 3 Stunden habe ich gebraucht für den Kader Panther Tank, unseren Hauptkampfpanzer, hier mit der schönen RC-Steuerung. Er ist nicht gerade der fixeste, liegt hier aber auch ein bisschen an meinen typischen Bauflies, der generell keine gute Unterlage für Panzer ist. Ich finde aber trotzdem, er macht einigermaßen Spaß. Ich habe meine Katze ein bisschen damit geärgert. Sie meinte nämlich, es ist nur Platz für eine Katze hier in unserem Haushalt. Gesteuert ganz normal hier über diesen kadertypischen Controller, kennen wir ja auch von anderen. Hier drücken wir an und wir drücken hier bei uns, ihr seht es leuchten auch hier am, ich nehme es mal ab, am Pantherchen an. Theoretisch kommt hier dieser kleine Stein drauf. Ich wollte euch nur zeigen, dass wir hier per USB-Kabel laden. Wir packen den Stein hier rein, quasi als verlängerten Knopf und können dann quasi ansteuern. Da drücken wir es rein, der Knopf ist dann versenkt. Ja, Freunde, ich habe euch gesagt, 3 Stunden habe ich gebraucht. Das Fahrzeug ist nämlich nicht ganz so einfach zu bauen. Ich habe Riesenprobleme gehabt, die Kabel an den Motoren zu verlegen, beziehungsweise die Kabel generell im Fahrzeug. Man sollte sie über die Motoren falten und das habe ich nicht so gut hinbekommen. Deswegen musste ich das Fahrzeug noch einmal auseinanderbauen. Ich empfehle euch einfach mal den Speedbild noch mal langsam zu schauen. Was hier das Problem dann war natürlich, dass das Kabel an den Ketten geschliffen hat. Deswegen muss ich es noch einmal umbauen. Faszinierend ist es wie Kader es geschafft hat, beziehungsweise hier der Herr Schimanski, ich nenne ihn einfach mal so, weil es sich cooler anhört, dass er hier 3 Motoren verbaut hat. Den kleinen Mikro hier, ihr seht das Zahnrad da drehen für den Turm und die 2 M-Motoren hier als Antrieb. Sieht auch relativ cool aus von unten, da kann ich es euch mal zeigen. Hier, da sehen wir nämlich die beiden Zahnräder, wie sie dann drehen. Und da haben wir die beiden Motoren. Wenn man es genau sieht, sieht man nämlich da die Wellen auch sich drehen. Ich habe es hier ein bisschen umgebaut, denn das ist eine der größten Schwächen an diesem Fahrzeug, dass eigentlich die ganze Kettenanlage nur hier an diesen 4 Noppen, an diesen 2 Noppen hängt. Und normalerweise sollten diese abgerundeten Dishes eigentlich hier drüber sein. Ich habe es aber jetzt hier mit dem Chassis verbunden. Die Bautechnik hier ist cool, das läuft auch stark. Die Ketten sind ein bisschen unter Spannung und auch nicht gerade qualitativ die besten. Und am besten fasst ihr das Fahrzeug hier so an den Brackets, denn hier vorne ist es ziemlich wackelig und hier hinten auch. Da müsst ihr echt aufpassen. Aber schauen wir uns das Fahrzeug einmal im Detail noch einmal an, bevor wir noch mal ein bisschen auf die Technik eingehen. Ich muss jetzt nur hier den Turm wieder aufstecken. So, und dann schauen wir uns das Fahrzeug an und ihr seht schon hier die Kette, das ist immer so ein bisschen so ein Gefriemel. Was schön ist, wir haben ein echtes Schachtellaufwerk, so wie wir es kennen. Wir haben hier das typische Wartungskit, ups, jetzt bin ich hier gegen die Kamera gekommen, für die
Hauptwaffe vom Panther. Wir haben hier Kettenglieder extra. Wir haben hier eine Axt. Wir haben hier vorne ja eine Luke angedeutet, die wir nicht so richtig festklipsen können. Die ist ein bisschen locker hier bei mir immer. Die fällt auch ab und zu mal ab. Da seht ihr jetzt, man kann es nur so draufstecken. Ein richtiges Feedback, dass es eingerastet ist, gibt es nicht. Wir haben hier quasi auch eine Abstützung für das Rohr. Und hier angedeutetes Maschinengewehr. Die Luken hier können wir nicht öffnen. Hier an der Seite haben wir dann auch wieder eine angedeutete Box, Kanister. Hier einen der typischen Mausschlüssel, nenne ich sie mal. Und wir haben hier hinten wieder Kettenglieder, 4 Stück. Und von hinten haben wir quasi die typische Abgasanlage eines Panther-Panzers und hier so eine Art Wagenheber angedeutet. Der Turm, das hat mir am besten gefallen, habe ich ja gesagt, so ein bisschen Zimmerit angedeutet. Hier diese Luke sieht ein bisschen lustig aus, kennen wir ja bei Lego zum Beispiel, gibt es das Teil ja für die Takelage der Piratenschiffe. Hier haben wir es als Luke, eine große graue Antenne. Wir können das Rohr hoch und runter bewegen. Habe ich ja gedacht am Anfang, es geht auch mit Motoren. Habe ich euch ja bei der Kartonbesprechung gesagt, nein, das machen wir manuell. Und wir haben hier das Rohr mit der Mündungsbremse, die gebaut ist. Das Rohr geht sehr leicht ab, hängt nur an einer Noppe. Und ich weiß auch immer nicht, ob es vielleicht so rum nicht besser aussehen würde als, aber wir lassen es so, wie es ist. Aufkleber habe ich weggelassen, denn, Freunde, sie sind einfach nicht farbecht. Die Aufkleber sind eine Katastrophe im Vergleich zum Set. Ich hole sie mal her, dann seht ihr es. Diese aufzubringen wäre Perlen für die Säue. Ihr seht hier, die Farben passen überhaupt nicht und deswegen lasse ich es weg. Vielleicht verschenke ich diesen Panzer auch nochmal an euch. Schauen wir mal. Er macht Fun, wenn wir ihn hier so steuern. Damit kann man ein bisschen Faxen machen. Ihr seht es hier. Aber der schnellste ist er nicht. Vielleicht passt es so ein bisschen zum Original sogar. Die Fahrzeuge waren ja auch immer, jetzt ist sogar hier ein bisschen, glaube ich, die Batterie endgültig alle. Schauen wir nochmal, oder? Ja. Ich glaube, die Batterie ist alle. Nehmen wir nochmal ab. Das ist auch sehr blöd. Den Knopf kriegt ihr wirklich nur noch damit viel, wenn ihr eigentlich wieder alles auseinanderbaut, könnt ihr diesen Hebel wieder rausnehmen zum Aufladen. Das ist immer ein bisschen blöd. Ja, der Akku ist alle. Habe ich euch also hier kaputt gespielt. Größte Schwäche vielleicht auch ist der Turm. Denn hier wurde versucht, so ein bisschen asymmetrisch zu bauen. Ihr seht es schon, aber dadurch hat man Spaltmaße. Die sind nicht so einfach. Hier, das kriegt man nicht festgemacht, weil hier ist nichts zum Draufnoppen. Dafür sieht es dann natürlich ikonisch aus nach Panther, aber von unten dann seht ihr, wie gearbeitet wurde. Nämlich hier vorne hängt es auf einen Balljoint. Und deswegen habe ich auch am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, das anzubauen. Seht ihr auch alles im Speedbild. Ich habe mich wirklich, ich bin natürlich jetzt nicht der erfahrenste Technikbauer, das gebe ich zu. Trotzdem habe ich, manches ganz gut hinbekommen, aber es war trotzdem nicht so einfach. Ich habe mir auch mal andere Videos angeguckt, die bestätigen eigentlich so ein bisschen diese Kernaussage. Dieses Fahrzeug ist ein Displaymodell, mit dem man auch ein bisschen spielen kann, mit dem man mal Faxen machen kann. Aber ich würde es mir wirklich in die Vitrine stellen. Übrigens auch hier finde ich, ist irgendwie vom Schutzblech der Abstand zur Kette etwas viel zu knapp. Aber Freunde, ich habe euch ja versprochen, wir stellen jetzt einfach mal den aktuellen Panther von Kobi daneben und dann reden wir da noch mal ein bisschen drüber. Ja, da ist der aktuelle Panther von Kobi und macht euch mal ein Bild, welcher Panther sieht hier mehr nach Panther aus. Und da muss ich sagen, sogar, so leid es mir tut, da gewinnt eindeutig der von Kader. Der hat die typischere Kobi, das hier ist ein Kobi-Panther, das hier ist ein Kader-Panther, aber die typische Pantherform, die sehe ich mehr hier beim Kader-Panther. Der hier ist einfach viel zu klobig, viel zu eckig, passt nicht. Maßstäbe, klar, kann man sich drüber streiten, das typische, aber eindeutig hier gewinnt der Kader Panther. Und das Schöne ist ja auch, wir haben hier 3 Motoren, hier haben wir keine Motoren.
Natürlich haben wir hier Drucke, alles gut, tolle Kobi-Steine, aber die Kadersteine sind hier auch super. Und mir gefällt halt vor allen Dingen hier auch das Zimmerit. Und was auch ganz cool ist, wir haben noch eine ganze Menge Steine über. Ja, vielleicht kein fairer Vergleich, ich wollte es euch aber zeigen. Mir hat der Bau, wie gesagt, etwas abgefordert, einfach wegen den Kabeln, die habe ich nicht gut verlegen können und dass hier einfach das Laufwerk nur an 4 Noppen hängt, gefällt mir nicht so gut, aber dafür macht es ein bisschen Spaß, mit diesem Ding herumzufahren und die Farbe ist eigentlich auch ganz cool, dieses Dark 10. Kaufempfehlung, ja, wenn ihr einen Panther bauen wollt, einen relativ gut aussehenden, sage ich mal, und wenn ihr vor allen Dingen noch 3 Motoren, diese Power Functions von Kada dazu bekommen wollt, dann habt ihr hiermit quasi so ein 2-in-1-Set. Natürlich ist Kubi da immer wieder ein anderer Ansatz, weil das sind reine Display-Modelle, mit denen man ein bisschen fahren kann. Der hier ist halt schon ein bisschen fragil, gerade hier am Turm und ich habe es euch gesagt, hier vorne und da hinten. Aber wenn man ihn nicht anfasst, wenn man ihn ins Regal stellt, wenn man ihn vielleicht ohne Motoren baut und die Motoren für was anderes nimmt, ist das sicherlich eine gute Alternative. Ihr bekommt auf jeden Fall jetzt nochmal ein paar Fotos und ein bisschen, ja, Fahrbericht, möchte ich mal behaupten. Und dann sehen wir uns gleich zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr ein paar Detailfotos vom Fahrzeug und am Ende auch nochmal 3 kleine Videos des Panthers in Bewegung. Ich habe das Fahrzeug ja von Kada direkt zur Verfügung gestellt bekommen für dieses Review. Deswegen findet ihr dieses Set auch unten verlinkt zum offiziellen Kada Store mit einem 5% Rabattcode. Den habe ich auch noch drunter gepackt. Kein Affiliate-Link. Da geht nichts an mich, alles nur so für euch. Ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja von Zimmerit gesprochen. Zimmerit war eine Paste, die auf den Panzern aufgetragen wurde, damit keine magnetischen Haftminen an diesen Fahrzeugen hängen bleiben konnten. Deswegen fand ich diesen Hingeplate mit den Riffeln so cool, denn dieses Zimmerit wurde so in Riffeln aufgetragen. Das war diese Struktur, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wie so Rillen. Das wurde dann mit einer Lötlampe zur Verhärtung gebracht und bis 1944 auf diese Panzer aufgetragen. Dann nicht mehr, weil es kam das Gerücht auf, dass das Zeug dann irgendwie noch mehr dazu beiträgt, dass die Panzer brennen. Egal, das nochmal als Fakt hinten dran. Euch viel Spaß bei meinen letzten Worten jetzt. Ja, Freunde, selten bin ich am Ende eines Videos so hin und her gerissen zwischen ein cooles Teil zum Spielen oder stellt euch das ins Regal. Denn dieses Fahrzeug ist ja irgendwie beides. Irgendwie typisch für einen Asiaten, so ein Hybrid. Also man kann damit spielen, aber nicht zu viel. Ich habe einige Videos gesehen, wo der Panther hier durchs Gelände gefahren ist und wo er sogar über diese Türleisten, also wenn ihr von einem Bodenbelag zum nächsten Bodenbelag so eine Türleiste habt, das schafft er nicht. Das schafft er nicht, da reißt die Kette und da ist die Kraft auch zu schwach. Aber zum hier auf dem Bauflies, ihr habt es vorhin gesehen, oder bei mir auf dem Fußboden glatt, habt ihr auch gesehen, kann man mit den Dingen rumpesen und seinen Hund, seine Katze ärgern oder vielleicht den Freund oder die Freundin. Was gar nicht geht ist, ich mag sie einfach nicht, sind Aufkleber und vor allen Dingen, wenn sie nicht farbecht sind. Dann vielleicht weglassen oder nur Transferfolien machen, das machen andere Hersteller ja auch. Sonst, die Steine sind super, das sind Kada-Steine. Ich habe euch gezeigt, wir haben sogar noch ein paar mehr. Kada ist ja eigentlich mit einer der besten asiatischen Hersteller, was Klemmbausteine angeht. Ja, das ist mein Fazit. Also kein Fisch, kein Fleisch, kein reines Displaymodell, kein Spielmodell. Bauen war auch tricky, ich habe es euch gesagt. Und vor allem den Kabel verlegen, boah, das lernt der Blockstar vielleicht irgendwann einmal. Bei Kubi wusste ich es bis jetzt noch nicht, wobei ich mich da auch freuen würde. Also, ich habe es euch gesagt. So, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt es mir vor allen Dingen bitte unten in die Kommentare. Würde mich drüber freuen. Daumen hoch, Daumen runter, wäre auch ganz cool. Und vielleicht abonniert ihr diesen Kanal ja. Und wenn ihr ihn schon abonniert habt, drückt ihr vielleicht auf die Glocke oder erzählt vielleicht irgendjemand anderen von diesem Kanal. Ja, Freunde, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr hoffentlich wieder reinschaut. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.